Hallo zu einer alten Folge von Gerrits Tagebuch. Eines Tages haben wir festgestellt, dass einige erste Folgen Probleme mit dem Ton bei YouTube bekommen haben. Das haben wir jetzt geändert, deswegen viel Spaß mit den alten Folgen. Hallo, ein Monat ist um und es gibt wieder einige Neuigkeiten, denn ich war ja im Skiurlaub und bin gut erholt zurückgekommen und die Jungs und die Mädels waren nicht tatenlos in der Zeit. Als erstes hatte ich ja schon angekündigt im letzten Bericht, dass wir die Startbahn abreißen würden. Das ist auch begonnen worden sofort, als ich in Urlaub gefahren bin. Wir haben natürlich sehr darauf geachtet, dass wir möglichst viele Teile wiederverwenden können und dass wir nicht alles einfach in den Müll schmeißen. Ich muss zugeben, während meines Urlaubs gab es natürlich so die ein oder andere Frage von mir, ob alles richtig funktioniert, und die habe ich dann einfach mal gestellt. Hi, Axel, ist Gerrit. Na, läuft's? Ja. Welche Fragen? Keine Fragen. Ihr kommt also klar. Ohne mich. Bist du dir sicher? Tja, Axel meinte zwar am Telefon, dass er alles im Griff hätte, aber ich finde, auf diesem Bild sieht er zwischen den Kabeln etwas verloren aus. Naja, er und die anderen sollten natürlich auch parallel meinen Arbeitsplatz abbauen. Es war der Testarbeitsplatz und der muss jetzt weichen, weil die fertige Anlage schließlich an die Stelle kommt. So einfach sieht das ja auch nicht aus, aber es hat alles wunderbar geklappt, denn die Jungs wussten ja auch, wie sie mich im Notfall erreichen würden. Wir brauchen dich, das kann doch gar nicht sein. Sönke hatte ja noch während meines Urlaubs eine weitere Aufgabe zu lösen und er schien ganz gut ohne mich klarzukommen. Denn er ist Zahntechniker und deswegen war er prädestiniert für die Aufgabe, einen Abguss der Flugzeugspitze zu machen. Wir hatten ja das Problem, dass beim Rausziehen der Stangen die Nase sich hob und deswegen das Flugzeug vorne schwerer werden muss. Also war das Ziel, 100 Gramm Gewicht ungefähr in die Flugzeugnase zu kriegen. Und Stefan und er haben lange Zeit versucht und immer wieder versucht, noch irgendwo Platz gut zu machen und haben am Ende 76 Gramm geschafft und das Problem sollte damit gelöst sein. Das hier ist das Flugzeug, es besteht aus 2 Hälften und deswegen hat sich am Ende auch gezeigt, die beste Lösung für die Gewichte ist es, in 2 Hälften zu bauen. Hier passt das eine Gewicht exakt rein und bei dem anderen Teil passt das andere Gewicht hoffentlich schön hier vorne rein und man sieht, es bleibt kein einziger Millimeter mehr Luft. Und bei den K-System-Autos ist es ja genauso wie bei den Flugzeugen auch, dass wir Gewicht auf der Vorderachse grundsätzlich brauchen. Und wenn einige von euch schon mal Autos gebaut haben, wissen sie, dass da jeder Millimeter wertvoll ist. Und tja, bei den Flugzeugen ist es genauso. Hi, Sönke. Du, ich habe schon mit Axel mal ein paar Mal telefoniert. Der kommt ja so, ich würde mal sagen, so einigermaßen klar. Braucht ihr irgendwie Hilfe? Ja, und während ich im Skiurlaub noch war und auch keinen einzigen Gedanken mehr an das Wunderland und den Flughafenbau verschwendete, waren die Jungs schon dabei, den neuen Tisch aufzustellen. Diesmal ist das bei dem Tisch nämlich viel komplizierter als sonst. Sonst heißt es mit Brandschutzfarbe einschmieren, was wir diesmal natürlich auch machen, ganz dick Brandschutzfarbe drauf. Einfach den Tisch aufstellen, so war es bei den anderen Abschnitten. Aber dieses Mal müssen wir doch wesentlich mehr vorausplanen, weil erstens trifft sehr viel Technik aufeinander, die Pushbacks, die Treppen, die Eisenbahn natürlich auch und die ganze Flughafensteuerungstechnik. Das heißt, alles, was wir jetzt schon an Löchern reinmachen, an Kabeltrassen und an Trassenführung allgemein für die Züge und so weiter, spart uns unter der Anlage nachher viel, viel Arbeit. Das heißt, wir haben lange nachgedacht und geplant, was wir jetzt an Löchern alles schon reinmachen müssen. Und dann startete die Herausforderung überhaupt, nämlich die Startbahn vor allen Dingen, aber auch den Rest der Anlage wirklich auf ein Zehntel Millimeter genau auszurichten, damit die Flugzeuge nachher vor allen Dingen beim Start absolut fehlerfrei fahren können. Kurz bevor mein Skiurlaub zu Ende war, sind die Jungs ja auch schon mit dem Plattenbau und dem Tischaufbau fertig gewesen und eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr zurück aus dem Urlaub. Aber es zog mich doch wieder einiges zum Flughafen und ich freute mich auch schon darauf zu schauen, wie weit sie gekommen sind. Und als ich zurückkam, kam dann die tolle Überraschung. Die Jungs haben fantastische Arbeit geleistet und waren mit allem fertig. So toll, dass ich es mir hätte gar nicht so wünschen können. So, und unmittelbar nach meiner Wiederkehr kam endlich der Punkt, auf den ich mich eigentlich schon jahrelang gefreut habe, nämlich die ersten endgültigen Fahrdrähte in den Flughafenabschnitt zu legen. Voller Vorfreude haben wir begonnen, Axel und ich machen meistens diese Arbeit zusammen und haben angefangen, erstmal die einfachen Stellen mit Fahrdraht zu bestücken und die gesamten Rückmelder, das sind am Flughafen momentaner Stand knapp 700 Stück, reinzusetzen.
Es geht erstmal nur um die Startbahn und einen Taxiway, damit wir im Kreis fahren können. Und hier sieht man auch schon ganz genau die Herausforderung. Das Flugzeug hat hier auf dem Bild den Fahrdraht verlassen, das muss korrigiert werden. Wer genau hingeschaut hat, hat gesehen, dass ich mich etwas behäbig bewegt habe. Ja, wir haben Montag alle zusammen Fußball gespielt und in meinem Fall ging das wohl in die Hose. Auf jeden Fall sind Kreuzungen bei Magnetband, was wir neuerdings einsetzen, eine echte Herausforderung. Es ist sehr schwierig, weil manchmal nur eine ganz kleine Korrektur dafür sorgt, dass ein Flugzeug den falschen Weg folgt und nicht mehr geradeaus fährt. Und da diese Kreuzungen natürlich in alle 4 Richtungen wunderbar befahrbar sein müssen, ist die Lösung manchmal gar nicht so einfach. Das heißt, manchmal ein bisschen probieren, hier mal was abschneiden, da mal ein bisschen Eisendraht mit rein und irgendwann funktioniert es. In diesem Fall war es wirklich eine harte Nuss und eine super Idee von Axel brachte die Lösung. Also was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht ab kann, ist, wenn der Axel in meinem Revier will, hier. Ja. Das ist jetzt dein Revier, oder was? Dein Revier. Ich bin ja schon fertig, das ist das Problem. Tja, wenn man so den ganzen Tag zusammenarbeitet und Spur um Spur verlegt, da kommen schon mal so ein paar Rivalitätskämpfe auf. Aber wir kennen uns so lange, arbeiten so lange zusammen und haben eine Menge Spaß dabei. Und ich hoffe, dass dieser Spaß auch bleibt. Das heißt, dass wir erfolgreich weitermachen, denn jetzt geht es mit dem Anschluss der Anlage los. Das heißt, diese ungefähr 1/4 des Flughafens wird jetzt angeschlossen. Es wird die gesamte Grundtechnik erstmal eingebaut und vor allen Dingen auch das Sendesystem über die Decke wird jetzt langsam begonnen aufzubauen. Und das ist so die Aussicht für die nächsten 4 Wochen, dass wir hoffen, dass wir nach 4 Wochen allerspätestens einen ernstzunehmenden Probebetrieb starten können und dann wirklich auch wieder starten und landende Flugzeuge sehen und das Ganze für das erste Mal im Dauerbetrieb. Ich freue mich drauf.